Hello, Ghosties und herzlich willkommen zur ersten Folge der Reihe Conjuring Universe, der wahre Kern hinter der Filmgeschichte. In diesem Format möchte ich zusammen mit euch die Conjuring-Filme etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wir schauen also gemeinsam, wie viel Wahrheit jetzt hinter diesen Filmen steckt. Den ersten Filmtitel, den wir uns etwas genauer anschauen wollen, ist, wie im Titel schon erwähnt, The Nun. Und für diejenigen, die diesen Film nicht kennen, hier eine kurze Zusammenfassung. In dem Film geht es um einen Priester und eine Novizin kurz vor ihrem letzten Gelübde. Die beiden werden vom Vatikan in ein Dorf nach Rumänien beordert und sollen sich dort um einen, nicht ganz so koscheren Fall kümmern. Und zwar hat sich in einem Kloster in diesem Dorf eine Nonne umgebracht und genau das sollen der Priester und die Novizin Irene untersuchen. Unerwartete Hilfe ereilt den beiden durch den Lebensmittellieferanten Frenchie und schon bald entdecken die drei ein sehr düsteres Geheimnis, das der Orden wahrt. Während ihres allgemeinen Aufenthaltes in diesem Kloster breitet sich mehr und mehr eine dunkle Macht in diesem Gebäude aus und diese dunkle Macht trachtet nach der Seele von Schwester Irene. Doch das kann in letzter Sekunde noch verhindert werden. Allerdings fand das Böse dann einen anderen Weg nach draußen in die Welt. So, jetzt habt ihr einen kurzen Einblick in die Filmgeschichte erhalten und jetzt wollen wir uns einmal den wahren Kern dieser Geschichte etwas genauer ansehen. Natürlich ist die Geschichte, so wie sie im Film passiert ist, von Regisseuren ausgedacht. Allerdings gibt es ein paar reale Geschichten, die Inspiration für diesen Film gewesen sind. Zum einen existiert dieses Kloster, von dem im Film die Rede ist, tatsächlich. Und zwar handelt es sich um das Kloster Kerz in Siebenbürgen in Rumänien. Etwas seltsam an dem Kloster ist jedoch, dass man es 1202 gegründet hat und es aber 1494 schon wieder aufgegeben hat. Mittlerweile ist das Gebäude nur noch eine Ruine, welche aus Sicherheitsgründen nicht zu betreten ist. Was ich irgendwie schade finde, denn ich wäre schon ein bisschen neugierig gewesen. Und nun zu dem Teil, in dem eine besessene Nonne tatsächlich eine Rolle spielt. Es geht dabei um einen Vorfall, der sich 2005 in einem kleinen Dorf namens Târnacu in Rumänien ereignet hat. Und zwar geht es dabei um einen nicht genehmigten Exorzismus, der an der 23-jährigen Maricica Irina Cornici durchgeführt wurde. Laut ärztlichen Berichten zufolge litt Irina an Schizophrenie. Allerdings waren Familienangehörige und Geistliche sehr stark davon überzeugt, dass sie vom Teufel besessen war. Und aus genau diesem Grund hatte man sie für mehrere Tage einem Exorzismus unterzogen. Allerdings führte man bei Irina keinen gewöhnlichen Exorzismus durch, so wie man ihn vielleicht aus manchen Filmen kennt, wo der zu Exorzierende an ein Bett gebunden wird, sondern man band Irina tatsächlich für mehrere Tage ohne Nahrung und ohne Wasser an ein Holzkreuz. Der Abt des Klosters hielt eine derartige Kreuzigung für, ich zitiere, das genau Richtige, um Irina zu helfen. Also, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt toll ist, wenn man jemanden für mehrere Tage ohne Essen, ohne Trinken an ein Holzkreuz fesselt und dabei noch denkt, dass man dieser Person hilft. Also, weiß ich jetzt nicht. Und es kam, wie es kommen musste. Irina hat diesen Exorzismus leider nicht so gut überstanden, denn die 23-Jährige starb tatsächlich an den Folgen dieses Exorzismus
auf dem Weg ins Krankenhaus. Als Todesursache nannten die Ärzte Dehydrierung, Erschöpfung und Sauerstoffmangel. Der Priester Daniel Petre Corrogianu, der diesen Exorzismus durchgeführt hatte, und 4 weitere Nonnen, die ihm dabei assistierten, wurden zu einer mehrjährigen Haft verurteilt. Das Kloster, in welchem dieser ungenehmigte Exorzismus stattgefunden hat, wurde dann letztendlich aufgrund dessen geschlossen, was ich verstehen kann, da das bestimmt nicht gerade die beste Werbung für das Kloster gewesen sein sollte. Welcher Teil der Filmgeschichte ebenfalls nicht erfunden ist, ist tatsächlich der Filmdämon Valak. Denn Valak taucht bereits schon in älteren dämonologischen Schriften auf. Ebenfalls ist er auch in dem Buch Der kleine Schlüssel Salomons zu finden. Valak wird der Rang eines Vorsitzenden der Hölle zugeschrieben und zudem soll er mehrere Legionen von Dämonen und auch von Geistern befehligen. Was er auch können soll, ist das Beschwören von Schlangen. Ich weiß zwar nicht warum, aber er kann es. In den zuvor erwähnten dämonologischen Schriften wird Valak allerdings nicht als Nonne dargestellt, sondern er nimmt eine trotzdem eher unscheinbare Gestalt an. Und zwar wird er als kleiner Junge mit Engelsflügeln dargestellt, welcher einen zweiköpfigen Drachen reitet. Ich frage mich jetzt, was tatsächlich mehr oder weniger gruselig ist. Eine dämonische Nonne oder ein kleines Kind mit Flügelchen, das auf einem Drachen sitzt. Ich glaube, die Nonne ist tatsächlich weniger gruselig. Egal. Auch die Erscheinung einer Nonne hat einen mehr oder weniger wahren Hintergrund. Und zwar berichtete die echte Lorraine Warren von eben so einer Erscheinung. In den 70er Jahren bei einem Besuch der Borley-Kirche in Südengland sah Lorraine Warren nämlich einen nonnenähnlichen Geist in der Kirche. Sie vermutete, dass es sich um den Geist einer Nonne handelte, die man in dem Gemäuer eingemauert hatte. Ich verstehe zwar nicht, warum man eine Nonne in ein Kirchengemäuer einmauern sollte, aber lassen wir das mal so stehen. Lorraine Warren hatte aber noch eine weitere geisterhafte Begegnung. Und zwar beschrieb sie diese Erscheinung so, dass es wie eine Art Wirbelsturm aussah, in dessen Mitte sich eine vermummte Gestalt befand. Das stelle ich mir auch irgendwie seltsam vor. Ich meine, man sitzt oder steht gerade irgendwo und plötzlich sieht man irgendwie so einen Wirbel, in dem jemand steht, aber nur man selbst sieht es und sonst niemand. Also es ist schon, glaube ich, ein bisschen creepy. So, das war jetzt der wahre Kern der Filmgeschichte zu The Nun. Und jetzt würde mich natürlich eure Meinung dazu wahnsinnig interessieren. Also ich persönlich finde tatsächlich diese reale Geschichte von diesem nicht genehmigten Exorzismusfall in Rumänien irgendwie gruseliger als die echte Filmgeschichte. Einfach vermutlich deswegen, weil dieser Fall real ist und er halt wirklich passiert ist. Und naja, Film ist halt Film. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, ciao!